Hallo zusammen und wieder mal herzlich willkommen hier bei Rhinoworks zu einem neuen Video. Heute wieder mal im Garten unterwegs, bisschen windiger Tag heute. In diesem Video soll es um diese lieben Kreaturen gehen, unsere Häschen, die wir uns vor etwa einem halben Jahr besorgt haben. Dazu haben wir diesen Hasenstall gekauft. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den nicht selbst gebaut habe. Jetzt soll es jedenfalls darum gehen, das Ding ein bisschen zu erweitern. Mir schwebt vor, dass wir hier auf diesem Stück Wiese ein Freigehege bauen. In diesem Video soll es allerdings gar noch nicht um dieses Freigehege gehen, sondern wir brauchen hier an dieser Seite vom Hasenstall eine Klappe, wo die Häschen dann rausgehen können. Wir möchten, dass man das in der Nacht verschließen kann, damit die Hasen drin sind im Hasenstall. Und das bauen wir jetzt. Nach dem Intro geht's los. Für das Gehege an sich möchte ich natürlich klar Holz verwenden. Für den Schieber allerdings habe ich mich dafür entschieden, kein Holz zu verwenden. Da habe ich einfach Angst, dass das durch die Feuchtigkeit irgendwie aufquillt und dieser ganze Schiebemechanismus dann nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe darum beim Hornbach in der Zuschnittkiste, in der Restekiste, dieses große Stück Resopalplatte, sagt man glaube ich dazu, ist irgend so ein Kunststoffding. Und ich glaube, damit können wir uns einen ganz guten Schieber machen, wo wir auch keine Probleme haben werden, dass das irgendwie aufquillt und dann klemmt etc. Und ich würde sagen, wir sägen uns gleich mal die Teile zu, die wir dafür benötigen. Los geht's! Boah, es ist echt abartig, wie das Zeug stinkt beim Zusägen. Jedenfalls haben wir jetzt unsere 3 Teile, die wir benötigen, alle im gleichen Format. Vielleicht kurz zum Verständnis. Zwischen diesen beiden Platten wird dann der Schieber laufen, den wir uns später noch anfertigen. Das kommt dann außen ans Gitter des Hasenstalls und diese Platte kommt dann inwendig im Hasenstall und diese beiden Elemente werden dann miteinander verschraubt und ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Damit da irgendein Hase durchspringen kann, braucht es natürlich ein Loch drin. Und das bringt mich zu einem kleinen Projektchen, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe und immer noch cool finde, aber lange nicht mehr benutzt habe. Das ist dieser selbstgebaute Fräszirkel und den werden wir jetzt endlich wieder mal in Aktion erleben. Weiter geht's! Das war ja mal richtig ein Schuss in den Ofen. Ich musste gerade fluchtartig die Werkstatt verlassen, weil sich hier alles mit Rauch gefüllt hat. Das war echt abartig. Schaut euch das bitte mal an. Also erstens, das Ergebnis total scheiße. Und zweitens, mein Fräser, mein scheiß teurer Spiralnutfräser, ausgeglüht. Also, wir merken uns, diese Resopal-Kackplatten kann man meines Erachtens nicht mit dem Fräser bearbeiten. Das ist natürlich doof, weil ich müsste eigentlich 3 von diesen Dingern machen, 3-mal so einen Kreis ausfräsen. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mit der Stichsäge. Wird dann natürlich nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Fräser. Aber irgendwie müssen wir da durch. Weiter geht's.
Während das Ding hier jetzt ein bisschen abbindet, können wir uns bereits um den Schieber kümmern. War ich gerade richtig im Element, um das Ding fertig zu bauen. Darum habe ich einige Passagen nicht mitgefilmt, ist aber keine große Hexerei. Ich habe diese Lärchenholzstücke zugeschnitten. Das sind übrigens noch Stücke von meinem Garten-Lounge-Projekt, falls ihr euch noch daran erinnern mögt. Cooles Projekt, ich verlinke es euch mal oben im Eck, könnt ihr gerne reinschauen. Jedenfalls ist der Schieber jetzt soweit fertig. Eben an diesem großen Stück Lärche habe ich noch dieses Loch gebohrt. Da kommt dann später diese Stange wird hier eingeleimt, die reicht dann quasi aus dem Gehege, das wir später im zweiten Teil dieses Projekts bauen, raus, und dadurch kann man es dann auf- und zuschieben. Ihr seht das dann alles. Als nächstes geht es ans Tüfteln, wie wir dieses ganze Konstrukt an den Hasenstall montieren. Das machen wir aber morgen. Für heute haben wir genug gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dann. So, neuer Tag. Jetzt schauen wir, wie wir das Ding am Hasenstall befestigen. Aber als allererstes müssen die Biester mal raus, damit wir hier in Ruhe arbeiten können. Bisschen mühsam hier zu arbeiten. Mein Plan ist es jetzt jedenfalls, dieses Ding mit 2 Leisten, die ich oben und unten anbringe, hier irgendwie zu befestigen, und das versuchen wir jetzt. Ja, wie immer, wenn ich etwas baue, ist es sicher nicht gerade das schönste Teil, aber es ist definitiv praktisch. Nun haben wir nämlich eine coole Hasenklappe, um unsere Biester in die Freiheit zu entlassen, wenn wir uns dann auch um das Außengehege gekümmert haben. Die Stange, die hier reinkommt, die habe ich jetzt bewusst noch nicht reingemacht. Hier wird nämlich irgendwo ein Pfosten hinkommen, um das Gehege abzugrenzen. Und da schwebt mir vor, dann ebenfalls ein Loch reinzumachen, die Stange dann durchzuziehen, damit man das von außen komfortabel auf- und zuschieben kann. Wie ihr seht jedenfalls, das Ding funktioniert jetzt schon mal, und ich bin gespannt, wie gut unsere Hasen das dann später annehmen werden, wenn wir das Außengehege haben.
Wenn euch das Projekt bis hierhin gefallen hat, Teil 2 kommt ja dann demnächst, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, gerne was Nettes in die Kommentare schreibt und sehr gerne auch meinen Kanal abonniert, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.